Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions? A lot of money in the bank? What you can make you rich? I don't have that type of rich. My rich is life, forever. Ja, ich hoffe, du bist bereit und du weißt, was auf dich wartet. Entschuldige den Ort, den ich ausgewählt habe, weil deine Neugier und dein freies Denken in dieser Welt nicht erwünscht sind. Ich weiß nicht, ob du schon bereit bist dafür, für das, was ich dir zeigen werde. Doch, wir haben keine andere Wahl und uns bleibt keine Zeit. Doch lass dir schon mal eins gesagt sein. Die Leute, die da draußen warten, werden versuchen, dich einzuschüchtern und zu beängstigen. Sie werden versuchen, dich ruhig zu stellen, weil sie sehen und hören, was du machst. Lass mich dir eins zeigen. Du wurdest heute von deinen Emotionen geleitet. Emotionen bringen unsere Gedanken und unsere Taten im Einklang. Man nennt es auch das Wissen. Der Mut und die Idee, sich zur Tat zu erheben. Egal was kommt. Der Gedanke an Freiheit. Es ist das Wissen, was wir in dieser Welt aufsammeln, bietet den Taten eine Entscheidung zu treffen. Du fühlst es, dass etwas nicht stimmt. Etwas, was dich in deinem Kopf verrückt macht. Naja. Und jetzt wurdest du hierher geführt. Weißt du, wovon ich spreche? Wahrscheinlich nicht. Doch in der Matrix gibt es nicht viel zu verstehen, denn die Matrix ist allgegenwärtig. Sie ist überall, hier in diesem Raum. Sie ist überall, egal wo du hingehst. Du spürst sie jeden Tag. Guck aus dem Fenster. Egal was du machst, wenn du zur Arbeit gehst, spürst du die Matrix. Ob du in die Disco gehst, ob du rausgehst mit deinen Freunden was essen. Die Matrix ist überall. Denn wir leben in dieser Matrix. Für deine Mentalität. Jetzt hast du die Wahl. Es wird niemand kommen und die Entscheidung für dich treffen. Oder dich beraten. Du alleine musst jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn ich das Sporky vorstellen darf, es ist sowas wie unser Maskottchen, wie du es auch immer nennen willst. Sporky ist hier, um dir zu zeigen, in welcher Wahrheit du lebst. Sporky wird nicht auf Sitz oder Platz hören, auf keinen dieser Befehle. Wir haben es geschafft, ihn von seinen Blockaden im Kopf freizusetzen und sein eigenes Leben zu führen. Deswegen, mal ist Sporky da, mal nicht. Er weiß ganz genau, wann er da zu sein hat und wann nicht. Er entscheidet es selber. Es ist sein eigener Wille. Ich zeige dir nun die Welt, wie du sie sehen kannst, wenn du heute eine Wahl triffst. Eine bestimmte Wahl. Die Wahrheit ist knallhart und all deine Illusionen, die du vorher hattest, lösen sich wie in Luft auf und du erkennst die Realität. Es ist wie, als hätte man in uns einen Chip reingepflanzt und der sitzt so tief, dass wir uns nur sehr schwer davon befreien können. Du siehst nun, wie alle Menschen in einem Kokon gefangen sind, wie sie alle dem Gleichen hinterherrennen und denken, in der Realität zu leben. Du siehst es, wenn du durch die Stadt läufst, durch den Supermarkt, durch das Einkaufscenter. Du siehst, wie sie alle ihr Leben leben und denken, in der Realität zu leben. Und denken, ein normales Leben zu führen. Wobei sie für andere Menschen nichts weiter als wie eine Energiequelle sind. Nun wirst du angeschlagen sein, eventuell verletzt sein, weil diese Worte hart sind. Doch die Wahrheit ist nun mal hart. Ich habe dich vorgewarnt. Es wird knallhart.
Dementsprechend müssen wir, wie soll ich sagen, unseren Geist, unseren Kopf komplett neu aufbauen. Wie ein Reset, als ob du eine Festplatte in deinem Körper löschst und von Null anfängst. Und nun fängst du erst an, richtig zu lernen. Aber keine Sorge, selbst meine Augen taten am Anfang höllisch weh. Es ist, als ob ich sterben würde. Oder als ob man mir das Wichtigste im Leben wegnimmt. Doch es ist nur aus einem Grund, weil wir unsere Augen noch nie vorher benutzt haben. Es ist, als ob du einem Mann, der sein Augenlicht verloren hat, und ihm dies wieder zurückgibst. Aber okay, du wirst schon wissen, was ich meine. Denn deine Rolle im System hat nicht wirklich was damit zu tun, wer du bist. Wir leben in einer Illusion, die so mächtig ist, dass wir uns schon selber nicht mehr erkennen können. Du musst dich selbst erkennen und nicht die Projektion. Du musst dein eigener Herr und Meister sein. Es ist wie ein Drehbuch, als ob alles schon geschrieben steht und dieser Film einfach nur läuft. Es ist, als ob man nicht mehr geboren wird, sondern gezüchtet werden, wie Maschinen. Sie werden von klein auf gezüchtet. Und jetzt nochmal zur Frage, was ist die Matrix? Die Matrix ist Kontrolle. Die Kontrolle, die uns zu dem hier macht. Du bist die gleiche Art Treibstoff, wie diese in deinem Auto getankt ist oder das, was wir essen. Ich weiß, du bist gerade geschockt und du kannst das alles nicht wahrhaben. Doch ich habe euch gewarnt. Denn das ist die Wahrheit. Wie kann es sein, dass die Wahrheit uns meist nichts Schönes bringt? Obwohl die Wahrheit ja eigentlich was Schönes ist. Oder sehen wir die Dinge einfach nur falsch? Es sind auch viele Fragen, die mich noch plagen. Wie gesagt, das Wissen bringt unsere Taten zur Entscheidung. Du fragst dich wahrscheinlich gerade, ob du jetzt noch zurückgehen kannst. Doch die Antwort kennst du bereits. Würdest du zurückgehen wollen, wenn du könntest? Als die Matrix erschaffen wurde, ist ein Mann geboren, der die Fähigkeit hatte, alles zu ändern, was er wollte. Er konnte die Matrix nach seinem Belieben umgestalten und war der Erste, der uns damals die Wahrheit sagte. Nach seinem Tod hieß es, dass er zurückkehren würde und dass seine Ankunft den Krieg beenden würde und uns die Freiheit zurückgibt. Und deswegen habe ich dich auserwählt, weil ich in dir das Potenzial sehe, der Auserwählte zu sein. Denn dein Vorgänger hat ein ähnliches Leben wie du durchgemacht. Und wir sind auf ähnliche Art und Weise zusammengestoßen. Und deswegen sehe ich in dir die letzte Hoffnung für diese Menschheit. Wenn wir jetzt in einem 1 gegen 1 kämpfen würden und du keine Chance hättest, dann mangelt es nicht an Kraft oder Ausdauer, Geschicklichkeit, Körperstatur oder sonst was. Es mangelt einfach nur an deinem Willen. Du musst dich frei von allem machen. Angst, Zweifel, Misstrauen. Du musst deinen Geist befreien, wenn du verstehst. Es geht darum, an sich selbst zu glauben. Es ist ein Risiko, was wir in Kauf nehmen. Aber wir nehmen es in Kauf. Ich hatte oftmals diesen einen Traum. Der Traum, dass ich vom Balkon runtergesprungen bin und kurz vor der Landung aufgewacht bin. Doch was wäre passiert, wenn ich im Traum gestorben wäre? Wäre ich dann auch in der Realität gestorben?
Es ist der Wille. Es ist der Wille, nicht zu sterben. Es ist der Wille, weiterzuleben. Es ist der Wille, etwas zu verändern.